In Blender 4.4 kannst du neben der einfachen Animation von Charakteren durch Skelette noch deutlich komplexere Animationen und Zusammenhänge gestalten, indem du Bone Constraints und auch Inverse Kinematic nutzt. Das sind zwei Komponenten, die wirklich sehr viel Kontrolle bieten. Nur, wie funktionieren sie und worauf muss man dabei achten? Ich zeig's dir in der heutigen Folge von Blender 4.4 in 10 Minuten erklärt. Ich bin natürlich Most Wanted und du kannst dem Video gerne einen Like da lassen, wenn es dir gefallen und helfen sollte. Sehr gerne auch abonnieren, wenn du weitere Videos sehen möchtest und immer gerne Fragen, Feedback sowie Meinungen zur Folge in die Kommentare schreiben. Und jetzt geht's los. In der letzten Folge dieser Serie haben wir uns diesen Charakter hier aufgebaut. Aus ein paar Würfeln, einer Armatur, ein paar Knochen, ein bisschen Weight Painting und zum Schluss diese Winken-Animation hier ganz simpel aufgesetzt. In der heutigen Folge wollen wir das Ganze erweitern und zwar mit der Frage, wie können wir Objekte zum Rig hinzufügen und es nochmal nutzen, also einen Hut auf den Kopf. Wie kann der Charakter ein Schwert in der Hand halten? Wie kann er sich richtig ausrichten und mit Einschränkungen auch animiert werden? Und was ist Inverse Kinematics zum Schluss in dieser Folge? Beginnen wir zuerst mit simpler Modellierarbeit. Wir wollen dem Charakter einen Hut bauen, den er auf seinen Kopf oben drauf bekommt. Und wie genau machen wir das? Das wird sehr simpel gehen. Zuallererst einmal werden wir mit Shift A dann über Mesh hier einen neuen Cube einfügen. Dieser Cube wird im Edit Mode genommen und erstmal kleiner skaliert in allen Achsen. Aber er soll ruhig etwas breiter als der Kopf sein. Dann skalieren wir in Z nach oben und unten, machen den hier schön flach. Und dann nehmen wir mit der Zahlenreihe 3 die Flächenauswahl, die obere Fläche hier einmal mit I für Inset Faces kleiner machen und noch hier nach oben extrudieren mit E und schon haben wir einen sehr, sehr simplen Hut. Jetzt werden wir diesen Hut oben auf die Stelle des Kopfes positionieren. Einfach mit G und Z nach oben schieben und ungefähr hierhin. Jetzt haben wir schon genau die richtige Stelle für unseren Hut, um ihn am Kopf zu platzieren. Doch wie kommt jetzt der Hut in Bewegung mit dem Knochen? Wir schnappen uns einmal hier oben den Shading-Modus Wireframe. Dann können wir unseren Hut auswählen. Shift links klicken hier auf den Kopfknochen oder irgendeinen anderen des Skelettes und dann mit Steuerung P das Ganze wie in der ersten Folge hier mit automatischer Gewichtung einfach unten drunter anordnen. Jetzt müssen wir unseren Hut auswählen und den korrigieren, denn dadurch, dass wir jetzt Meshes unter ein Skelett anordnen, wird dieses Mesh für jeden einzelnen Knochen hier unten eine Vertex-Gruppe erstellt bekommen. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen hier unten mit dem Minus alle rauslöschen, bis auf den Head. Alle anderen sind hier für uns irrelevant. So, wir haben eine einzige Gruppe Head, die hätten wir auch manuell erstellen können. Und jetzt müssen wir mit dem Kopf hier mit Tab in den Edit Mode gehen, mit A alle Vertices einmal auswählen und hier unten eine Gewichtung von 1 wählen und zuweisen. Dadurch, dass der Hut jetzt unterhalb des Skelettes ist und der Kopf eine Gewichtung von 1 hat, gilt, sobald der Kopfknochen sich bewegt, wird auch dieses Mesh hier vollumfänglich mit bewegt. Und das zeige ich dir mal wie folgt. Wir gehen mit Tab wieder in den Object Mode, wählen unser Skelett aus und gehen hier oben links mal in den Pose Mode. Wenn wir jetzt hier den Kopfknochen nehmen und ihn rotieren, egal wie, nach oben und unten, du siehst, der Hut passt perfekt. Egal wo der ist mit an den Knochen angewachsen. Und wenn wir jetzt also dieses Mesh wieder lösen wollen würden, müssten wir das Parenting wieder aufheben und einfach nur dafür sorgen, dass er nicht unterhalb des Skelettes ist und schon ist alles wieder statisch. Diese Methode hat allerdings ein Problem. Und zwar, auch wenn der Hut hier oben ist, wird er relativ zum Knochen animiert. Das heißt, sein Ursprungspunkt ist nicht dort, wo der Knochen ist. Und das wird gerade, wenn Objekte in der Hand getragen werden sollen, deutlich komplexer. Denn ein Schwert mit seiner kompletten Hitbox muss direkt am Ende von entweder diesem Knochen hier sein oder auch dem Knochen hier links. Nur wie machen wir das, dass der Collider und das Objekt genau dort sind?
Schauen wir uns die Variante mal mit Constraints genauer an. Dazu gehen wir nochmal hier zurück in den Object Mode und wir beginnen mit einem weiteren Objekt. Jetzt ist die Grundidee. Wir wollen beliebige Gegenstände in der Hand tragen, egal welche. Ob das eine Waffe ist, ob das ein Schwert, ein Zauberstab, ein Metkrug, eine Truhe oder irgendwas anderes ist. Irgendwas soll in der Hand getragen werden können. Kannst du dir vorstellen, wie in Minecraft. Zuallererst mal fügen wir über Shift A hierbei ein Empty Objekt hinzu. Und dieses finden wir hier unten und wir nehmen mal hier die Plane Axis. Das ist das hier. Dieses Objekt ist im Grunde einfach komplett leer. Und das können wir mal hier direkt ein bisschen kleiner skalieren mit S, dass es eine bessere Größe hat und nicht zu viel hier den Bildschirm belegt. Jetzt muss dieses Fadenkreuz hier am Ende von diesem Knochen sein. Wie machen wir das? Zuerst bedienen wir uns einem ganz normalen Constraint. Wir gehen hier rechts in den Inspektor. Unterhalb von Physics finden wir hier den Bereich Constraints. Das ist so dieses große und kleine Zahnrad. Und dann können wir hier ein Object Constraint hinzufügen. Das sind verschiedene Dinge, die Objekte limitieren und einschränken, aber manchmal auch sehr passend an andere Dinge dranhängen. Wir wollen zuerst mal hier Copy Location probieren. Copy Location heißt, dieses Objekt kopiert die Position eines anderen. Nehmen wir doch mal hier als Target unter anderem die Armature. Und dann können wir hier einen Knochen auswählen und wir wählen mal den linken Unterarm. Dann sind wir schon mal hier am Anfang des Knochens. Gar nicht so schlecht. Wenn wir jetzt hier Head und Tail nehmen, dann landen wir am Ende des Knochens ganz da hinten. Dieses Objekt soll immer genau dort sein, wo der Knochen ist, aber am Ende davon. Als nächstes wollen wir dann unter dieses Empty-Objekt hier beliebige Sachen platzieren. Zum Beispiel eben ein Schwert. Und wir haben noch kein Schwert, dann müssen wir uns eben selbst eins bauen. Als nächstes wollen wir uns das Schwert bauen. Und zwar hier mit Shift A, einem ganz normalen Mesh und einfach mal hier einen Cube nehmen. Den Cube im Edit Mode runterskalieren komplett, dass er passend klein ist und auch in die Hand eher reinpasst. Und dann nehmen wir hier die obere Fläche mit der Flächenauswahl in Zahlenreihe 3, machen einmal Extrude bis ungefähr hierhin und nochmal hier Extrude ganz nach oben bis so circa dorthin. Und jetzt einmal mit A alles auswählen, skalieren, Y-Achse und das Ganze hier deutlich flacher. Und jetzt noch zwei Flächen auswählen, links und rechts außen, extrudieren, abbrechen und mit Skalieren entlang der X-Achse und schon kriegen wir doch hier etwas Schwertähnliches hinaus. Jetzt nehmen wir noch alle Flächen, die nach unten zeigen, und zwar hier unten dieser Teil vom Griff. Den werden wir erstmal hier mit GZ nach oben schieben und dann werden wir noch den Griff selbst hier unten nehmen und den mit Skaliere entlang der X-Achse noch ein bisschen kleiner machen. Jetzt können wir hier oben die Schwertklinge noch formen, zwei Loop Cuts hineinsetzen und den unteren ziehen wir mit Skalieren entlang der X-Achse ein bisschen breiter und hier oben den am Ende des Schwerts die Fläche machen wir ein bisschen kleiner. Ungefähr so. Und das können wir jetzt noch mal ein bisschen mit der Z-Achse nach oben und unten skalieren. Ungefähr so. Da haben wir jetzt ein ganz simples Schwert aus einem Würfel und das Schwert soll genau dort sein, wo dieses Empty-Objekt ist. Denn die Idee ist genau nochmal wie vorher erklärt, das Objekt landet genau dort, wo jetzt das hier ist. Wie machen wir das? Zuerst werden wir ein Object Constraint wählen und zwar machen wir mal Copy Location. Dann nehmen wir die Pinzette, wir wählen hier oben das Fadenkreuz und stecken es dahin. Und dann können wir das Ganze hier applyen. Warum applyen? Ganz einfach. Wenn wir jetzt das Schwert immer unterhalb dieses Objektes anhängen würden als Child, egal ob wir in einer Game Engine sind oder in Blender, dann greift automatisch, dass dieses Objekt mit rotiert wird durch die Eltern-Kind-Relationen des Szenenbaums. Denn wenn sich ein Elternobjekt bewegt oder rotiert, gilt das für das
Child-Objekt darunter ebenfalls. Also hier Steuerung P, Set Parent to Object und das Empty-Objekt hier ist jetzt unser Ankerpunkt. Wir nehmen zuerst mal unser Skelett, gehen mal hier in den Pose-Mode und jetzt hier, wir sehen die Position, das passt schon mal ganz gut. Rotation wäre aber noch eine wichtige Sache. Wie machen wir das wiederum? Ganz einfach. Wir werden dafür sorgen, dass das Empty-Objekt hier nicht nur die Location kopiert, sondern auch die Rotation. Durchs Kopieren der Rotation werden wir hier von der Armature wieder erneut den Knochen auswählen. Das ist der linke Unterarm hierbei. Und dann können wir auch jetzt hier das nochmal nehmen und hier unseren Knochen im Pose-Mode rotieren. Und du siehst, das Ganze passt mit dahin. Nehme das Schwertobjekt, rotiere um die X-Achse 90 Grad minus in diese Richtung hier und schon haben wir das Ganze in der passenden Ausrichtung. Und jetzt können wir dafür sorgen, dass hier unser Charakter hingeht. Und jetzt können wir dafür sorgen, dass hier unser Charakter hingeht im Pose-Mode und hier die verschiedensten Bewegungen macht, wie zum Beispiel eben ein Stück den Arm drehen und dann hier Patz, einen Schlag ausführen. Denn wenn jetzt hier rum ein Collider wäre, würde der mitbewegt werden, weil das Objekt genau am Nullpunkt des Parents ist, eben dem Empty-Objekt. Und das Empty-Objekt hat ja das Constraint, dass es am Ende des Knochens sein soll, mit dessen Position und auch Rotation. Wenn du mit deinen Knochen noch besser arbeiten möchtest, dann kannst du deine Armatur einmal auswählen, egal ob im Object Edit oder Pose Mode. Dann gehst du unten rechts hier im Inspektor in den Data Tab von der Armature und dann hast du dort die Gruppe Viewport Display. Also alles, was du hier in Blender direkt siehst. Und jetzt kannst du hier die Namen aktivieren. Dann siehst du permanent einmal hier die Namen der Knochen. Dann kannst du einmal hier in Front anklicken, dass sie auch immer vor dem Mesh angezeigt werden. Und unten drunter hier noch die Axis eben. Das sind die Koordinatenachsen. Wenn wir hier noch die Position nutzen, können wir das Ganze eben vom Kopf bis Fuß von unseren Knochen jeweils verschieben und anders anordnen. Und das hilft dir auch hier im Pose-Mode ungemein, denn du siehst hier nämlich dann auch in den Farben die jeweiligen Achsen mit dabei. Neben den normalen Constraints, die wir gerade eben gesehen haben, das ist ja dieses Menü hier, werden wir jetzt uns Bone Constraints angucken. Und das sieht sehr ähnlich aus. Wir brauchen dafür unsere Armatur ausgewählt und wir müssen hier im Pose-Mode sein. Dann haben wir hier ganz rechts unten einen neuen blauen Icon und zwar Bone Constraints. Hier drin kriegen wir ebenfalls das Dropdown und zwar mit den gleichen Einträgen wie vorher bei den Object Constraints. Und jetzt müssen wir uns überlegen, auf welchen Knochen in der Armatur wollen wir das anwenden. Nehmen wir mal zum Beispiel hier oben den Kopf. Der Kopf kann sich derzeit hier frei rotieren, wie er es möchte. Jede beliebige Achse, der kann hier gucken wie eine Eule. Das wollen wir nicht unbedingt haben für den Menschen. Deswegen nehmen wir den Head-Knochen, hier oben auswählen im Pose-Mode, dann unter Add Bone Constraint hingehen und wir limitieren mal hier die Rotation. Und wären wir doch zuerst mal zwei Achsen, nämlich Z und Y. Wenn wir jetzt hier rotieren, können wir nur noch um eine einzige Achse uns rotieren. Und das heißt, die X-Achse ist das, was nach oben und nach unten geht. Siehe auch hier am Knochen selbst. X-Achse geht nach hinten weg. Um die rotieren wir uns hoch und runter. Und jetzt wollen wir also die X-Achse limitieren. Nur wie weit denn? Machen wir doch mal hier Minimum 180 Grad, Maximum 180. Dann gucken wir immer hier nach vorne. Jetzt sagen wir mal zum Beispiel, wir wollen eine Neigung von 40 Grad nach oben oder meinetwegen auch 50, 60 Grad nach oben und nur 40 nach unten haben. Nach unten heißt hierbei größer als 180 Grad. Also wollen wir mal hier als Maximum zum Beispiel 220 eintragen, weil 180 plus 40 wäre der Wert. Und nach oben schauen können wir mit unserem Nacken ja ein bisschen mehr tendenziell. Machen wir doch mal hier 130 für 50 Grad.
Wenn wir jetzt uns hier mit R und der X-Achse rotieren, können wir nur bis dahin gehen, dann passiert hier nichts mehr. Und umgekehrt können wir hier nach oben schauen, dann passiert hier auch nichts mehr. Jetzt die nächste Achse. Z zeigt hier nach unten. Das ist die Achse, wenn wir uns nach links und nach rechts umschauen wollen. Dafür wollen wir hier unten auch Z limitieren. Aktuell ist das also hier die 0 Grad Rotation und wir können uns hier nicht umdrehen. Sagen wir doch mal hier nach links gehend, wir wollen uns 50 Grad nach links und 50 Grad nach rechts umschauen können. Also R und Z, einmal hierhin und einmal hierhin und das Ganze ist auch hier schon limitiert. Schauen wir uns jetzt an, wie wir den Kopf ausrichten können, sodass er immer einem Objekt oder auch einem unsichtbaren Knochen hinterher schauen kann. Wie funktioniert das? Zuallererst einmal werden wir den Kopf so einmal bauen, dass wir noch einen unsichtbaren Hilfsknochen hier vorne hinbekommen. Deswegen wollen wir das Skelett und die Armature eben nehmen und in den Edit Mode gehen. Im Edit Mode nehmen wir die Spitze unseres Kopfknochens, extrudieren die entlang Y bis ungefähr hier vorne hin und machen noch einen zweiten Extrude für einen kleineren Knochen. Den großen hier in der Mitte können wir über X deleten und dann wollen wir für den kleinen Bone, der hierhin übrig bleibt, jetzt in die Bone-Eigenschaften gehen und bei der Relation hier das Parent auflösen, denn das brauchen wir hier überhaupt nicht. Jetzt nennen wir diesen Knochen um und zwar über F2 einfach umbenennen zu Head Target oder Head IK und den nutzen wir jetzt, um unseren Kopfknochen auszurichten. Jetzt nehmen wir den Head-Knochen selbst. Dann gehen wir in den Pose-Mode wieder und im Pose-Mode nutzen wir ein Bone Constraint hier unten. Und zwar über Add Bone Constraint hier wollen wir das Track 2 einfügen, dass der Kopfknochen eben auf ein bestimmtes Objekt hin ausgerichtet wird. Und zwar nehmen wir einmal hier die Pinzette auf das Target, das ist das hier. Dann wollen wir den Bone auf unser Head Target setzen und jetzt müssen wir Achsen konfigurieren. Die Vorwärtsachse bei uns ist Y. Dann ist die Abachse hier, die blaue Achse bei uns, das ist Z. Und jetzt müssen wir noch den Haken Target Z aktivieren. Und jetzt haben wir Folgendes. Wenn wir hier im Pose Mode sind und wir jetzt diesen Knochen hier bewegen mit G, sehen wir, der Kopf guckt immer dorthin, wo dieser Knochen hier in der Welt ist. Als ob er einer Fliege nachschauen würde, die ihn umkreist. Und damit das Ganze noch passender in der Reihenfolge ist, müssen wir jetzt das Track 2 hier unten ziehen und zwar vor unser Limit Rotation. Denn die Reihenfolge der Constraints wird hier auch beibehalten. Jetzt gilt, guck dem Element nach, aber wenn du dich rotierst und du größer als ein gewisser Winkel bist, dann dreh dich erst gar nicht weiter. Deswegen hier G, X-Achse nach links und rechts, gesperrt nach dort, gesperrt hierhin und einmal Y oder Z nach unten und nach oben und wir haben auch hier unsere Limitierung erfolgreich eingefügt. Den großen Abschluss macht Inverse Kinematics in der heutigen Folge und hierfür brauchen wir eine weitere Art von Constraint und zwar hier Add Bone Constraint und hier oben steht es Inverse Kinematics. Das ist jetzt nämlich das, was wir brauchen und was uns hier die komplette Kette gibt, um jetzt diesen Kopf und alles unten drunter anders wie vorher zu animieren. Normalerweise arbeitest du in Blender immer mit sogenanntem Forward Kinematic. Das heißt, ein Knochen wird gedreht, bewegt, die anderen gehen mit. Jetzt ist es aber so, bei Inverse, dass der letzte Knochen einer Kette, eben hier der Kopf, bewegt werden kann und dadurch wird die Kette Chest, Back bis hin zum Root Bone mit animiert, also in umgekehrter Reihenfolge. Machen wir mal hier eine Chain Length von 2. Dann heißt das hier nämlich, Länge 2 ist Kopf bis Chest, Länge von 3 wäre bis zum Backbone und Länge von 4 wäre bis zum Rootbone. Und wenn wir jetzt hier den Kopf bewegen, dann macht der hier schon diese Bewegung und du siehst, das Ganze geht bis da unten hin. Wenn wir einen Knochen bewegen, wird alles andere mitbewegt.
Und das Ganze können wir hier halt unter anderem einschränken durch die Chain Lengths. Eine Kette von 2 würde nur Kopf und Brust nehmen. Eine Kette von 3 würde auch den Rücken und den unteren Bereich hier mitnehmen, dass wir das hier machen könnten. Und die weiteren Konfigurationen wie Gewichtung, auch Rotation mitnehmen und die Influence darauf, das können wir hier mitnehmen, um eben Animationen besser oder schlechter machen zu können. Ganz wichtig ist auch, du kannst ebenfalls auch hier hingehen und ein Target bestimmen, genau über Limit Rotation hier oben. Du kannst hier unten auch ein Target bestimmen, wo du eben hinschauen möchtest, genau wie hier oben bei Track 2. Also wenn wir jetzt hier sagen, das Target ist hier zum Beispiel unser Head Target und es ist auch wieder hier dieser Bone, dann wird der Knochen versuchen, immer dorthin zu schauen. Und jetzt ist das hier unser Steuerungsknochen und wenn der hier sich bewegt, gucken wir dahin und der Rest vom Körper bewegt sich auch ganz lustig dahin mit. Deswegen, Animationen ab diesem Punkt werden nur komplexer, aber die Steuerungsmöglichkeiten werden dadurch verbessert für dich. Du kannst viel einfacher als vorher jetzt Charaktere steuern, Knochen ausrichten und so auch alles beliebige bauen, was du möchtest. Mit der Kombination von Constraints, Bone Constraints und eben den Knochen, die wir haben. Es gibt übrigens noch einen Weg, wie du mit einem Hotkey den Inverse Kinematic automatisch hinzufügen musst und eigentlich hier unten gar nichts konfigurieren musst. Du wählst zuerst das Target aus. Wo willst du hinschauen? Das ist der Knochen hier. Dann mit Shift-Linksklick den Knochen, der das Ganze bekommen soll, eben der Head-Knochen hier. Wir löschen hier unten mal das IK gerade raus und jetzt musst du einfach nur Shift und I drücken und du hast hier Add IK to Active Bone, was der zuletzt ausgewählte ist, und dann kriegt unser Kopf hier wieder unten Inverse Kinematic hinzugefügt mit eben Ziel Armature Head Target und dann können wir auch wie vorher hier alles konfigurieren. So einfach geht's. Konfigurationen gibt es viele, aber das ist, wie es funktioniert. Zum Abschluss die Frage, wie kannst du das in Game Engines anwenden? Nun, die ganz simple Antwort ist, du musst deine Animationen komplett in Blender erstellen und die Constraints neu in der jeweiligen Game Engine einfügen. Also wenn du unbedingt willst, dass ein leeres Objekt sich mit dem Arm mitbewegt und auch passend die Position, Rotation und Scale ändert, dann musst du das hier unten in der Animation verwursteln. Und dann in der Game Engine via Code sagen, setze dein Schwert, dein Zauberstab, dein Gegenstand genau an die Position von dem leeren Objekt, genau auf die gleiche Ausrichtung und dann dreht sich und bewegt sich das Ganze korrekt mit. Aber Bone Constraints, Object Constraints, das ist eher dafür gedacht, dass du in Blender selbst die Animationen korrekt erstellen kannst, keine schlechten Bewegungen erzeugst und das alles auch komplett richtig aussieht. Wenn es um Game Engine geht, werde ich hierzu ein Follow-up-Video machen, wie das mit der Godot Engine funktioniert und dann nehmen wir auch bestenfalls direkt dieses Skelett hier, wenn ich ein bisschen mehr Stimme wieder habe. Aber ansonsten hoffe ich, die heutige Folge hat dir geholfen. Wenn ja, lass gerne einen Like da, abonniere, wenn du mehr sehen möchtest und schreibe jederzeit auch Fragen, Feedback und Meinungen zur Folge in die Kommentare. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.